Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Heute möchte ich euch noch ein Nachrichtenvideo aus Russland vorstellen. Außer den Nachrichtenvideos montags will ich bei Gelegenheit noch die Nachrichtenvideos in der Woche veröffentlichen. Manchmal gibt es einfach sehr viel zu berichten. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Bleibt also bitte dran, los geht's! Wie eine Frau illegale Migration über das Internet organisierte. In Irkutsk haben Strafverfolgungsbehörden die Aktivitäten einer 42-jährigen Frau gestoppt, die illegalen Migranten half, unerlaubt nach Russland einzureisen und sich dort aufzuhalten. Ihre Dienstleistungen bewarb sie sowohl online als auch ganz altmodisch mit ausgehängten Zetteln an Bushaltestellen. Seit 2019 verschaffte sie ausländischen Staatsangehörigen gegen Bezahlung eine vorübergehende Registrierung, entweder in der Wohnung eines Verwandten oder in einem Zimmer im Wohnheim, das ihr selbst gehörte. Tatsächlich lebte dort jedoch niemand. Zusätzlich schloss sie fingierte zivilrechtliche Arbeitsverträge mit den Migranten ab. Dabei gab sie meist die Daten ihres Lebensgefährten an, fälschte sogar seine Unterschrift. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung wurden Dokumente und Gegenstände sichergestellt, die nun als Beweismittel dienen könnten. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe. Bis auf Weiteres wurde sie unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Staatsduma verschärft Strafen für Schändung von Soldatengräbern und Denkmälern. Die russische Staatsduma hat in erster Lesung wichtige Änderungen des Strafgesetzbuches verabschiedet. Künftig soll auch die Entweihung von Soldatengräbern und Denkmälern unter Strafe gestellt werden. Insbesondere solcher, die dem Gedanken an gefallene Verteidiger des Vaterlandes oder den Tagen des militärischen Ruhms Russlands gewidmet sind. Bisher war im Gesetz nur die Zerstörung oder Beschädigung solcher Stätten erfasst. Nun soll auch Vandalismus, Schmierereien oder andere entwürdigende Handlungen strafrechtlich verfolgt werden. Unter den Schutz des Gesetzes fallen nicht nur Gräber, sondern auch Gedenkstätten, Stelen, Obelisken und andere Memorialbauten. Die Höchststrafe bleibt dabei unverändert. Bis zu 5 Millionen Rubel Geldstrafe oder bis zu 5 Jahre Freiheitsentzug. Moskau. 30.000 E-Roller konnten von Minderjährigen gesperrt. In Moskau wurden 30.000 Nutzerkonten von Minderjährigen in E-Roller-Verleihungssystemen gesperrt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, weil Kinder und Jugendliche laut Statistiken am häufigsten in Unfälle mit Leihrollern verwickelt waren. Die Altersverifizierung über das MOS-ID-System hilft dabei, solche Verstöße frühzeitig zu erkennen und den Zugang zur Ausleihe zu sperren. Ab 2025 ist die Nutzung von E-Rollern in Moskau nur noch mit einem verifizierten MOS-ID-Konto möglich. Schon jetzt haben über 810.000 Nutzer ihre Identität bestätigt. Strafmündigkeitsalter ab 14 Jahren. In Russland wird erneut über eine Senkung des Strafmündigkeitsalters diskutiert. Die Generalstaatsanwaltschaft hat vorgeschlagen, Jugendliche bereits ab 14 Jahren für weitere Straftaten strafrechtlich zu belangen, unter anderem für die Schändung von Denkmälern des militärischen Ruhms. Derzeit sieht das Strafgesetzbuch bereits vor, dass Jugendliche ab 14 Jahren für bestimmte schwere Straftaten wie Mord, Terrorismus, Körperverletzung, Vandalismus oder Teilnahme an Massenunruhen zur Verantwortung gezogen werden können. Nun wird darüber diskutiert, ob auch die Entweihung von Gedenkstätten für diese Liste aufgenommen werden soll. Das Justizministerium bezeichnete die Entscheidung als komplex und betonte, dass eine breite Diskussion notwendig sei. Umweltranking 2025. Irkutsk erneut unter den Schlusslichtern. Im Frühjahrsranking 2025 belegte die Region Irkutsk Platz 74 von 83. Das Umweltranking wird seit 2007 erstellt und seit 2008 regelmäßig zu jeder Jahreszeit veröffentlicht. Es berücksichtigt Daten zu Umweltschutz, Industriebelastung und sozial-ökologischen Faktoren. Die aktuelle Bewertung basiert auf Ergebnissen zwischen dem 1. März und 31. Mai 2025.
Neben Irkutsk befinden sich auch folgende Regionen in den unteren Rängen: Jüdische Autonome Oblast, Republik Sacha-Jakutien, Region Krasnojarsk, Regionen Omsk, Orenburg und Tscheljabinsk, Region Wladiwostok, Sverdlovsk und Chita. Die Spitzenreiter des Frühjahrsrankings sind die Republik Altai, Kabardino-Balkarien, Murmansk, Moskau, die Regionen Tambov und Kaluga, die Republik Tschuwaschien, Region Kostroma sowie die autonomen Kreise Tschukotka und Nenzen. Festnahme in Irkutsk wegen Beleidigung von Soldaten und Russlandstag. In der Region Irkutsk wurde eine Frau festgenommen, die im Internet ein Video veröffentlicht hatte, in dem sie die Streitkräfte Russlands und die Soldaten der Spezialoperation beleidigte. In dem Video wünschte sie den Soldaten den Tod und sagte, dass ihre Kinder leiden werden. Den Tag Russlands nannte sie ein Fest, auf das man ihrer Meinung nach nicht stolz sein sollte. Derzeit läuft eine Untersuchung zu diesem Vorfall. Die Überwachung von Medien und sozialen Netzwerken half dabei, das Video zu finden und die Frau zur Rechenschaft zu ziehen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen. Ich hoffe, die Nachrichten sind bei euch gut angekommen und ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.